Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Tom, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Ich habe an unser letztes Gespräch gedacht und möchte über praktische Fähigkeiten sprechen. Hast du praktische Fähigkeiten, die du in deinem Alltag nutzt? Ja, die habe ich. Ich habe ein paar praktische Fähigkeiten. Ich koche gerne und ich kann auch einfache Dinge im Haus reparieren. Und du, Alice? Ich habe auch einige praktische Fähigkeiten. Ich kann kleine Dinge nähen und ich weiß, wie man im Garten arbeitet. Ich denke, praktische Fähigkeiten sind sehr wichtig. Sie helfen uns im Alltag und machen uns unabhängiger. Da stimme ich dir zu. Praktische Fähigkeiten sind nützlich und können uns Geld sparen. Wenn ich zum Beispiel einen undichten Wasserhahn reparieren kann, muss ich keinen Klempner rufen. Das stimmt. Wenn ich einen Knopf an einem Hemd nähe oder eine kleine Reparatur mache, bin ich stolz, weil ich es selbst geschafft habe. Kochen ist eine weitere praktische Fähigkeit, die ich mag. Ich mache gerne einfache Mahlzeiten und es ist gesünder als Fast Food zu essen. Ja, zu Hause zu kochen ist sehr gut für die Gesundheit. Man weiß, was man in sein Essen gibt, und es ist oft günstiger als fertige Mahlzeiten zu kaufen. Manchmal benutze ich Rezepte aus dem Internet, um neue Gerichte auszuprobieren. Es macht Spaß, in der Küche zu experimentieren. Das mache ich auch. Ich probiere gerne neue Rezepte am Wochenende aus, wenn ich mehr Zeit habe. Ich schaue auch Kochvideos, um neue Techniken zu lernen. Das klingt interessant. Ich würde auch gerne einige neue Kochtechniken lernen. Vielleicht kannst du mir irgendwann ein Rezept zeigen. Das würde ich lieben. Ich kann dir zeigen, wie man ein einfaches Nudelgericht oder ein Gemüsepfanne zubereitet. Das ist leicht und schnell. Super! Darauf freue ich mich. Und wie sieht es mit deinen Nähfähigkeiten aus? Wie hast du nähen gelernt? Ich habe von meiner Mutter gelernt, als ich ein Kind war. Sie hat mir beigebracht, wie man mit Nadel und Faden umgeht, und ich habe mit einfachen Dingen angefangen, wie dem Säumen eines Vorhangs oder dem Nähen eines Kissenbezugs. Das ist schön. Ich habe noch nie versucht zu nähen, aber es klingt nach einer nützlichen Fähigkeit. Sie ist sehr nützlich. Manchmal repariere ich einen kleinen Riss in meiner Kleidung oder mache eine einfache Tasche. Ich habe sogar einmal eine kleine Decke genäht. Eine Decke? Das klingt nach einem großen Projekt. Ja, das war es. Es hat ein paar Wochen gedauert, aber ich habe jeden Moment genossen. Ich habe verschiedene Stofffarben ausgewählt und sie zusammengenäht. Es war sehr zufriedenstellend, das fertige Werk zu sehen. Das kann ich mir vorstellen. Vielleicht versuche ich eines Tages das Nähen. Und wie hast du das Gärtnern gelernt? Ich habe das Gärtnern von meinen Großeltern gelernt. Sie hatten einen kleinen Garten mit Gemüse und Blumen. Ich habe ihnen geholfen, die Pflanzen zu gießen und Unkraut zu jäten. Jetzt habe ich zu Hause einen kleinen Garten. Das ist wunderbar. Was baust du in deinem Garten an? Ich baue Tomaten, Gurken und einige Kräuter wie Basilikum und Petersilie an. Ich habe auch ein paar Blumen. Gärtnern ist entspannend und es gibt mir frisches Gemüse. Frisches Gemüse ist sehr gesund. Manchmal kaufe ich es auf dem Markt, aber es selbst anzubauen ist noch besser. Ja, und es macht Spaß, die Pflanzen wachsen zu sehen.
Ich gieße sie jeden Morgen und schaue, ob sie etwas brauchen. Es fühlt sich an, als würde ich einen kleinen Teil der Natur pflegen. Das ist ein schönes Gefühl. Ich wünschte, ich hätte auch einen Garten, aber ich wohne in einer kleinen Wohnung. Vielleicht kann ich es mit Zimmerpflanzen in kleinen Töpfen versuchen. Das ist eine großartige Idee. Du kannst Kräuter wie Minze oder kleine Chilischoten in Töpfen auf deinem Balkon oder sogar neben einem Fenster anbauen. Das werde ich mir überlegen. Praktische Fähigkeiten wie Kochen, Nähen und Gärtnern machen unser Leben einfacher und interessanter. Genau, sie helfen uns, alltägliche Probleme zu lösen und geben uns ein Gefühl von Erfolg. Ich fühle mich selbstbewusster, wenn ich weiß, dass ich eine gute Mahlzeit kochen, etwas zu Hause reparieren oder mein eigenes Essen anbauen kann. Da fühle ich genauso. Neue Fähigkeiten zu lernen macht auch Spaß. Manchmal lese ich Bücher oder schaue Videos, um mein Kochen zu verbessern oder neue Techniken im Garten zu lernen. Ich auch. Ich lerne gerne neue Rezepte und probiere verschiedene Gerichte aus. Ich schaue auch Tutorials zum Nähen und Basteln. Es ist erstaunlich, wie viele Ressourcen im Internet verfügbar sind. Wir können fast alles kostenlos lernen. Ja, das Internet ist ein großartiges Werkzeug zum Lernen. Ich nutze es oft, um neue Ideen und Tipps zu finden. Ich trete auch Online-Foren bei, um meine Erfahrungen mit anderen zu teilen. Das ist sehr hilfreich. Ich habe viel über das Kochen gelernt, indem ich ein paar gute Blogs folge und Videos schaue. Letzte Woche habe ich sogar ein neues Rezept für eine Gemüsesuppe ausprobiert. Es war einfach und lecker. Davon würde ich gerne mehr hören. Vielleicht kannst du mir später das Rezept schicken. Klar, ich werde es dir senden. Ich möchte auch dein Nudelrezept ausprobieren. Es klingt sehr einfach und lecker. Ich werde es für dich aufschreiben. Es wäre auch schön, eines Tages zusammen zu kochen. Ja, wir sollten einen Tag planen, um zu kochen und vielleicht sogar etwas Süßes zu backen. Das ist eine tolle Idee. Wir können voneinander lernen und neue Gerichte ausprobieren. Praktische Fähigkeiten helfen uns nicht nur im Alltag, sondern bringen uns auch Freude und Kreativität. Da stimme ich zu. Wenn ich koche oder im Garten arbeite, fühle ich mich entspannt und glücklich. Es ist wie ein kleines Hobby, das meinen Tag besser macht. So fühle ich mich auch, wenn ich nähe oder male. Diese Aktivitäten ermöglichen es mir, mich auszudrücken und kreativ zu sein. Vielleicht können wir eines Tages sogar unsere Fähigkeiten kombinieren. Ich kann kochen und du kannst eine schöne Tischdecke für unser Essen nähen. Das klingt perfekt. Wir können eine kleine Dinnerparty mit gutem Essen und einer schönen Tischdekoration veranstalten. Ich werde anfangen, ein einfaches Menü zu planen und du kannst einige Stoffe für die Tischdecke auswählen. Ja, ich werde durch meine Stoffkollektion schauen. Ich habe einige farbenfrohe Stücke, die großartig aussehen würden. Ich freue mich sehr auf diese Idee. Es wird eine unterhaltsame Möglichkeit sein, unsere praktischen Fähigkeiten zu nutzen und Zeit miteinander zu verbringen. Ich auch. Lass es uns für nächsten Monat planen. Wir können ein Datum festlegen und an unseren Projekten arbeiten. Das ist ein guter Plan. Ich werde es in meinen Kalender eintragen. Praktische Fähigkeiten sind nicht nur etwas, das man tut. Sie sind auch eine Möglichkeit zu lernen und sich zu verbessern. Absolut. Jedes Mal, wenn ich ein neues Rezept ausprobiere oder eine neue Nähtechnik lerne, fühle ich, dass ich wachse. Es ist wichtig, weiter zu lernen und uns herauszufordern. Ich stimme zu. Ich möchte mehr über das Kochen lernen und vielleicht sogar eines Tages einen kurzen Kurs besuchen. Das ist eine großartige Idee.
Ich denke darüber nach, einen Gartenworkshop zu besuchen, um mehr über Pflanzen und biologisches Gärtnern zu lernen. Workshops sind eine gute Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu erlernen und Menschen zu treffen, die ähnliche Interessen haben. Ja, ich habe ein paar Freunde in einem lokalen Kochkurs kennengelernt. Wir tauschen oft Rezepte und Ideen aus. Ich würde eines Tages gerne mit dir einen Kochkurs besuchen. Es wäre lustig, neue Techniken zu lernen und gemeinsam neue Rezepte auszuprobieren. Ich halte dich über alle Kurse, die ich finde, informiert. Wir können planen, gemeinsam zu gehen. Das klingt perfekt. Ich freue mich sehr, dass wir unsere praktischen Fähigkeiten teilen und voneinander lernen können. Ich auch, Tom. Ich denke, praktische Fähigkeiten machen unser Leben besser und geben uns Selbstvertrauen. Wir können Probleme lösen, kreativ sein und sogar unseren Freunden und unserer Familie helfen. Ich bin stolz, wenn ich etwas zu Hause repariere oder eine köstliche Mahlzeit zubereite. Es zeigt, dass ich für mich selbst sorgen kann. Ja, und es inspiriert auch andere. Wenn meine Freunde meinen Garten oder mein neues Rezept sehen, fragen sie oft nach Tipps. Das ist wahr. Wenn wir unsere Fähigkeiten teilen, können wir anderen helfen, zu lernen und zu wachsen. Ich hoffe, dass mehr Menschen versuchen werden, praktische Fähigkeiten zu erlernen. Sie sind sehr nützlich und können das Leben angenehmer machen. Ich stimme zu. Ich werde meine jüngere Schwester ermutigen, das Kochen zu lernen und vielleicht sogar einige grundlegende Reparaturen zu Hause zu machen. Das ist eine gute Idee. Jüngeren Menschen diese Fähigkeiten beizubringen, wird ihnen helfen, unabhängig zu werden. Genau. Ich erinnere mich, dass meine Eltern mir als Kind beigebracht haben, wie man seine Schnürsenkel bindet und später, wie man eine einfache Mahlzeit kocht. Diese Lektionen sind mir geblieben. Ich habe ähnliche Erinnerungen. Meine Mutter hat mir gezeigt, wie man Pflanzen gießt und später, wie man eine Nähmaschine benutzt. Diese frühen Lektionen haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Es ist erstaunlich, wie praktische Fähigkeiten von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden. Ja, sie sind Teil unserer Kultur und unserer Familientraditionen. Ich hoffe, dass ich meinen zukünftigen Kindern die gleichen Fähigkeiten beibringen kann, die ich gelernt habe. Ich fühle genauso. Ich möchte die Liebe zum Kochen, Gärtnern und Basteln an die nächste Generation weitergeben. Das ist ein wunderbarer Plan. Indem wir unsere Fähigkeiten teilen, halten wir unsere Tradition lebendig und helfen anderen zu wachsen. Ich bin sehr dankbar für die Fähigkeiten, die ich gelernt habe. Sie machen mein Leben einfacher und interessanter. Ich bin auch dankbar. Jeden Tag versuche ich, meine Fähigkeiten zu nutzen, um ein Problem zu lösen oder etwas Neues zu schaffen. Das fühlt sich gut an. Ich werde weiterhin an meinen Kochkünsten arbeiten und vielleicht jede Woche ein neues Rezept ausprobieren. Ich plane auch, mehr Zeit in meinem Garten zu verbringen und über neue Pflanzen zu lernen. Das ist ein großartiges Ziel. Ich möchte meine Nähfähigkeiten verbessern und vielleicht sogar lernen, wie man eigene Kleidung macht. Ich denke, das würdest du sehr gut machen. Eigene Kleidung zu machen, ist eine kreative und praktische Fähigkeit. Ja, und es ist auch gut für die Umwelt. Weniger Stoff zu verwenden und etwas Einzigartiges zu schaffen, ist sehr erfüllend. Ich stimme zu. Jeder kleine Schritt zählt. Ob es darum geht, eine Mahlzeit von Grund auf zuzubereiten oder einen kleinen Gegenstand zu Hause zu reparieren, es macht einen Unterschied. Ich bin sehr froh, dass wir heute dieses Gespräch hatten. Über unsere Fähigkeiten zu sprechen, macht mich stolz und motiviert. Ich fühle das Gleiche, Alice.
Ich habe heute viel über meine eigenen Fähigkeiten gelernt, indem ich sie mit dir geteilt habe. Es ist eine gute Erinnerung daran, warum wir weiter lernen und üben sollten. Ja, und ich hoffe, dass auch unsere Freunde über ihre praktischen Fähigkeiten nachdenken werden. Vielleicht können wir sie eines Tages zu einem Kochkurs oder einem Gartenworkshop einladen. Das ist eine großartige Idee. Je mehr wir unsere Fähigkeiten teilen, desto mehr können wir uns gegenseitig helfen zu wachsen. Ich werde Sarah, unsere Freundin, eine Nachricht senden und fragen, ob sie mit uns einen Kochkurs besuchen möchte. Mach das bitte. Ich würde mich freuen, wenn mehr Menschen Interesse daran haben, neue Fähigkeiten zu erlernen. Ich werde auch nach lokalen Workshops zum Nähen und Gärtnern suchen. Wir können einige gemeinsame Aktivitäten am Wochenende planen. Das klingt perfekt. Ich freue mich sehr auf die Zukunft. Praktische Fähigkeiten zu lernen ist eine lebenslange Reise. Jeden Tag haben wir die Möglichkeit, etwas Neues zu lernen und uns zu verbessern. Ich stimme zu. Ich werde weiterhin üben und versuchen, anderen zu helfen, wann immer ich kann. Wissen zu teilen ist sehr wichtig. Ja, es ist wie ein Kreislauf des Lernens. Wir lehren, wir lernen und wir wachsen gemeinsam. Ich freue mich auf unseren nächsten Kochtag. Ich werde einige neue Rezepte mitbringen und du kannst mir deine Lieblingsgerichte zeigen. Das ist ein wunderbarer Plan. Ich möchte auch einen Kuchen backen oder Brot selber machen. Es wird Spaß machen, in der Küche zu experimentieren. Das würde ich lieben. Backen ist ein bisschen anders als Kochen, aber ich bin sicher, wir werden viel voneinander lernen. Genau. Jedes Rezept ist ein neues Abenteuer. Ich bin sehr froh, dass wir unsere Fähigkeiten teilen und gemeinsam lernen können. Das macht unsere Freundschaft noch stärker. Ja, Tom, ich fühle mich sehr glücklich, einen Freund wie dich zu haben, der praktische Fähigkeiten schätzt und immer mehr lernen möchte. Ich fühle das Gleiche, Alice. Unsere Gespräche sind immer interessant und helfen mir darüber nachzudenken, was ich besser machen kann. Ich werde dich auf deiner Lernreise immer unterstützen und ich hoffe, du wirst mich auch unterstützen. Natürlich werde ich das. Wir sind Partner im Lernen und gemeinsam können wir neue Dinge ausprobieren und neuen Herausforderungen begegnen. Das ist wahr. Ich freue mich auf die Zukunft und all die neuen Fähigkeiten, die wir lernen können. Vielleicht können wir eines Tages sogar gemeinsam einen Kurs unterrichten. Das wäre fantastisch. Wir können unser Wissen über Kochen, Gärtnern und Nähen mit anderen teilen und ihnen helfen, ebenfalls zu lernen. Ich freue mich auf diesen Tag. Lass uns jetzt weiterhin unsere Fähigkeiten üben und uns gegenseitig ermutigen. Ja, lass uns unseren nächsten Kochtag planen und vielleicht sogar ein kleines Gartenprojekt. Wir können neue Kräuter pflanzen oder ein neues Gemüse ausprobieren. Das ist eine tolle Idee. Ich werde meinen Garten prüfen und sehen, welche neuen Samen ich kaufen kann. Ich werde auch nach interessanten Rezepten suchen, die wir ausprobieren können. Ich bin sehr gespannt auf unsere zukünftigen Projekte. Jeder kleine Schritt, den wir machen, verbessert unser Leben und macht es interessanter. Ich stimme zu. Lass uns weiter lernen und gemeinsam wachsen. Danke, Tom, für dieses wunderbare Gespräch über praktische Fähigkeiten. Ich habe es genossen, meine Ideen zu teilen und deinen zuzuhören. Danke, Alice. Ich habe heute viel von dir gelernt und fühle mich inspiriert, meine Fähigkeiten noch mehr zu üben. Ich bin sehr froh, dass wir über diese wichtigen Dinge sprechen konnten. Lass uns bald wieder treffen und mehr Ideen austauschen. Ja, ich werde dich nächste Woche anrufen und wir können ein Datum für unseren Kochtag festlegen. Ich freue mich darauf. Hab einen tollen Tag, Alice. Übe weiter deine Fähigkeiten.
Danke, Tom. Du auch. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Bis bald. Auf Wiedersehen. Alice, pass auf dich auf. Hallo. Hallo. Hallo, wie geht es dir? Ich sage immer Hallo zu meinen Freunden. Hallo ist ein freundlicher Gruß. Praktische. Praktische. Das praktische Werkzeug hilft mir bei der Arbeit. Ich finde die praktische Lösung sehr hilfreich. Sie hat einen praktischen Rucksack für die Reise. Fähigkeiten. Fähigkeiten. Ich habe viele Fähigkeiten. Die Fähigkeiten der Schüler sind beeindruckend. Wir sollten unsere Fähigkeiten ständig verbessern. Reparieren. Reparieren. Ich kann das Auto reparieren. Er möchte das Fahrrad reparieren. Kannst du den Computer reparieren? Unabhängiger. Unabhängiger. Er ist ein unabhängiger Denker. Ein unabhängiger Journalist berichtet objektiv. Sie möchte unabhängiger von anderen sein. Gesundheit. Gesundheit. Ich wünsche dir Gesundheit. Gesundheit ist wichtig für alle. Er sagte Gesundheit nach dem Niesen. Essen. Essen. Ich liebe das Essen. Das Essen ist lecker. Wir bereiten das Essen vor. Küche. Küche. Die Küche ist sauber. Ich koche in der Küche. Unsere Küche hat viele Schränke. Rezepte. Rezepte. Ich habe viele Rezepte in meinem Kochbuch. Die Rezepte sind einfach zu folgen. Wir teilen unsere besten Rezepte mit Freunden. Techniken. Techniken. Es gibt viele Techniken zum Lernen. Die neuen Techniken sind sehr effektiv. Wir müssen die besten Techniken ausprobieren. Kochvideos. Kochvideos. Ich schaue viele Kochvideos online. Kochvideos helfen mir, neue Rezepte zu lernen. Meine Freunde teilen oft ihre Lieblingskochvideos. Erlernen. Erlernen. Ich möchte eine neue Sprache erlernen. Es ist wichtig, regelmäßig zu üben, um gut zu erlernen. Viele Menschen versuchen, verschiedene Fähigkeiten zu erlernen. Traditionen. Traditionen. Traditionen sind wichtig für unsere Kultur. Familien feiern viele Traditionen jedes Jahr. In vielen Ländern gibt es verschiedene Traditionen. Selbstvertrauen. Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist wichtig für den Erfolg. Er hat viel Selbstvertrauen in seine Fähigkeiten. Man kann Selbstvertrauen durch Übung aufbauen. Einzigartig. Einzigartig. Das Kunstwerk ist einzigartig. Jeder Mensch ist einzigartig. Diese Erfahrung war wirklich einzigartig. Erinnerungen. Erinnerungen. Erinnerungen sind wichtig für unser Leben. Ich habe viele schöne Erinnerungen aus meiner Kindheit. Die Erinnerungen kommen oft zurück, wenn ich Musik höre. Gemüse. Gemüse. Ich esse gerne Gemüse. Das Gemüse ist frisch und gesund. Wir kaufen viel Gemüse auf dem Markt.
Workshop. Workshop. Der Workshop beginnt um 9 Uhr. Ich habe an einem interessanten Workshop teilgenommen. Der Workshop bietet viele nützliche Informationen. Kreislauf. Kreislauf. Der Kreislauf ist wichtig für die Gesundheit. Der Wasserkreislauf beeinflusst das Wetter. Ein geschlossener Kreislauf spart Energie. Abenteuer. Abenteuer. Das Abenteuer war aufregend. Ich liebe es, neue Abenteuer zu erleben. Jedes Abenteuer bringt neue Herausforderungen. Was denkt Alice über praktische Fähigkeiten? Was möchte Tom eines Tages lernen? Was bedeutet das Wort praktisch? Welches dieser Beispiele zeigt eine praktische Fähigkeit Stern? Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Gespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.